Hi Leute, heute geht's mal um den großen Franzis Radiobaukasten, den Stefan 0719 mir geschickt hat. Das Komplettpaket mit Gehäuse und allen benötigten Bauteilen für alle Wellenbereiche, UKW, Mittelwelle, Langwelle und Kurzwelle. Da kann man einen Allwellenempfänger aufbauen oder ein Audio für Mittelwelle, Kurzwelle, Langwelle. Ich glaube, hier steht es. Diese Empfänger bauen sie. Ein Wellensalatradio, das empfängt alles mögliche, Diodenempfänger, Zeitzeichenempfänger, also Allwellenaudio für Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, Amateurfunk. Ich habe jetzt mal ein Allwellenaudio aufgebaut, dann Audio mit Volleffekt-Transistor, UKW-Audio und verschiedene Superhand-Empfänger für Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle. Bauteile, die drin sind, ich hoffe, ich darf das zeigen. Da ist noch ein Buch dabei. In dem Buch sind alle Aufbauten beschrieben, wirklich ganz genau beschrieben. Aber ich möchte nicht zu viel aus dem Buch zeigen, daher zeige ich das Buch nur von außen, nicht von innen, weil ich wegen Urheberrechtssachen, Urheberrechtshinweise nicht Bescheid weiß. Ja, ich habe das Radio hier mal aufgebaut mit den Kurzwellen-Audioen und möchte das jetzt mal zeigen, zusammen mit dem Mittelwellensender von Stefan 0719, den Stefan 0719 gebaut hat, der echt eine verdammt gute Audioqualität hat. Und weil Weihnachten ist, nehmen wir gleich mal ein Weihnachtslied. Ich habe hier die Lautstärke, da kann ich die Frequenz einstellen und hier die Rückkopplung. Wenn ich die Rückkopplung zu weit anziehe, dann schwingt das, dann fängt die Rückkopplung an selbst zu oszillieren. Dann Center einstellen und Lautstärke. Ich probiere da mal ein bisschen rum und spiele aber jetzt erstmal über den Mittelwellencenter ein Lied ab. Der koppelt induktiv auf das Radio, daher habe ich keine Antenne angesteckt. Merkt aber, dass es aktiv ist. Okay, mal starten. Center. Da möchte ich mal kurz darauf eingehen. Hier steht zwar alles drin, der große Franzis Radiobaukasten enthält alles, was Sie brauchen. Alle Bauteile für das Gehäuse sind bereits im Paket enthalten. Nur noch eine 9V-Blockbatterie einsetzen und bis zu 50 Stunden Radioempfang genießen. Okay, zusätzlich erforderlich 9V-Blockbatterie. Ich habe allerdings herausgefunden, dass eine Zange zum Abzwicken von Drähtchen und Abisolieren von Drähtchen sehr hilfreich ist. Und ohne einen Schlitzschraubenzieher kommt man auch nicht sehr weit, weil man den Drehkondensator in die Lüsterklemmen schrauben muss. Und natürlich die 9V-Blockbatterie. Dann zeige ich das Ganze jetzt mal von innen. Ich habe da ein Mittelwellen-Audio aufgebaut. Ich kann das aber dann mal schnell zum Kurzwellen-Audio umbauen. Ich auf Kurzwelle bei mir viel mehr Empfang als auf Mittelwelle. Auf Mittelwelle geht es zwar auch super, allerdings hauptsächlich nur mit dem Sender von Stefan 0719. Hier haben wir die Audioschaltung für den Lautsprecher. Das ist eigentlich nur so ein richtiger Audioverstärker, der das Audiosignal kräftig verstärkt mit Lautstärkeregler. Und hier die eigentliche Audioschaltung, die Empfängerschaltung mit der Mittelwellenspule
Es sind 3 Spulen dabei, eine Mittelwellenspule, eine hier für Langwelle und eine für Kurzwelle. Und die hier, die kann man, ich glaube, für UKW nehmen, aber auch für Langwellenempfang in Reihe mit der oder für Längstwellenempfang für die CF77 und so. Und für Superheit braucht man die auch. Dann sind 2 Keramikfilter, 2 455 kHz Filter dabei. Das ist sehr schön, damit kann man viel experimentieren. Allerdings, es wird empfohlen, auch im Buch, alle Bauteile, also die Widerstände, die Kondensatoren und so bis auf die Spulen, ansonsten die Anschlussdrähte, alle auf 1,5 cm zu kürzen. Dann fallen solche Drähtchen hier ab und die längeren Drähtchen, die kann man auch dazu verwenden, um Brücken auf der Platine zu machen. Es ist zwar an sich genug Schaltdraht dabei, um die Schaltungen aufzubauen, allerdings mit so kleinen Brücken kann man sich sparen, dann da aus dem Schaltdraht sehr viele Brücken zu machen. Dann hat man noch ein paar Brücken über für zusätzliche Aufbauten, wenn man dann noch was umbasteln, verbessern will oder so. Also aus den Drähtchen, wo man die Anschlussbeine von den Kondensatoren und Widerständen kürzt, kann man dann noch schön Brücken machen. Also es wird empfohlen, die Beinchen zu kürzen, weil die dann, wenn man die weit ins Steckbrett stecken tut, hier im Steckbrett dann von einem Kontakt zum anderen den Kurzschluss machen können. So, dann baue ich das Ganze mal um auf Kurzwelle. Bei Kurzwelle muss ich die Mittelwellenspule rausstecken, die rote, und die Kurzwellenspule rein, das ist die blaue. Die blaue Kurzwellenspule, die kommt von hier nach hier, denke ich. Und jetzt muss ich im Buch nachschauen, was man noch umstecken müsste, aber eigentlich dürfte es dann schon fast sein. Ah ja, hier müsste ich noch einen 15 PF Kondensator an die Antenne anstecken, weil die Antenne nur über die Steckbordkontaktfedern angekoppelt ist. Dass man die mit 15 PF noch ankoppelt für Kurzwelle, sonst ist der Empfang zu schlecht. Ein kleiner Fehler hat sich eingeschlichen. Ich muss die Mittelwellenspule hier von dem Transistor auf Masse stecken, also die Kurzwellenspule. Ansonsten kann ich alles so lassen, wie es ist, und müsste dann gut auf Kurzwelle empfangen können. Wichtig ist, ein Tantalkondensator ist dabei, der muss richtig rum eingesteckt werden, plus oben und minus hier. Dann die Kondensatoren müssen auch richtig eingesteckt werden, und bei den Schaltungen mit den Dioden, hier muss aufgepasst werden, dass die auch richtig rum eingesteckt werden. Die Dioden, die haben einmal eine schwarze Seite, das ist die Kathode, und eine, die nicht schwarz ist, das wäre die Anode. Die anderen Kondensatoren, also die Keramikkondensatoren und so, die kann man reinstecken, wie man will. So, dann probiere ich das Ganze mal mit Kurzwelle aus. Also wie gesagt, zum Zusammenschrauben braucht man einen Schraubendreher, am besten so einen Phasenprüfer Schraubendreher. Sonst wird man den Drehkondensator hier kaum festschrauben können. Das fehlt in der Anleitung. Es sollte entweder noch ein Schraubendreher dabei sein oder geschrieben werden, dass man einen Schraubendreher braucht, um den Kasten richtig zusammenzubauen. Dann hier ist ein schwarzes Kabel noch mit dabei, so ein Litzenkabel. Das ist 5 Meter lang, das muss man einmal in 4 Meter durchtrennen und einmal 1 Meter. 4 Meter ist die Antenne, die muss man irgendwo aufhängen. Ich habe die jetzt mal ans Fenster aufgehangen. Das kann man ja fast durchtrennen, aber es geht. Es hat Kontakt. Und einmal 1 Meter, das ist die Erdung. Und das hier sollte man an die Heizung oder Erde oder so anstecken, aber ich lasse es jetzt einfach mal so liegen. Auf Kurzwelle sollte das gehen. Ja, dann probieren wir mal, dann schauen wir mal. Und zwar, ich schalte die ein. Ich empfange schon was, aber auch nur, weil ich vorher schon eingestellt habe. Meistens empfängt man nichts. Helfen tut dann immer die Rückkopplung. Das hier ist die Rückkopplung, die kann man anziehen. Oder auch nicht. Wenn man die ein bisschen anzieht. Genau an dem Punkt höre ich was. Da fängt die Rückkopplung an zu schwingen. Da ändert es sich nicht. Hier ändert es sich und da auch nicht mehr, da schwingt die. Da bringe ich die auf den Punkt, wo die Rückkopplung schwingt, und dann kann ich da durchdrehen und höre dann auf den Frequenzen, wenn was drauf ist. Ich gehe mal weiter. Da habe ich mich schon damit drauf. Dann kann ich die Rückkopplung wieder zurücknehmen, dass sie nicht mehr schwingt. Den Sender genau einstellen, das ist Lautstärke, noch lauter und leiser machen. Lasse ich mal auf Mitte. Dann stelle ich den Sender genau ein. Ich
bin jetzt auf Kurzwelle. Das heißt, die Skala stimmt ungefähr 725, 73, 745. Ungefähr stimmt die. Dann sind wir 2 Sender. Dann die Rückkopplung. Bisschen weiter anziehen. Dann wird es lauter und ich empfange noch einen Sender. Was echt gut ist, sind die großen Knöpfe, sodass man wirklich ganz genau und gut einstellen kann. Es ist gut, dass die Knöpfe groß sind. A létestét borító cigarettaégésnyomokról és vérzőóráról készült képek Der ist schon ganz schön laut. vallomásai kulcsfontosságú bizonyítékai Dann voltak. Frequenz. Stellen wir mal da drauf ein. Tartozói többször is Rückkopplung bocsánatot mehr. kértek és megpróbálták kárpótolni Tán családját, ám ez kísérlet. A hirdetés napján Benachbarte Sender trennen ist schwierig. újra bocsánatot kért ügyfelül. Da haben wir so einen komischen Camping-Sender. Ah, das ist der männliche. Ez valahogy megy valahova a kérdésből, legalább azt tudjuk, hogy esetünkben inkább az előbbiről lehet szó. Csalás van persze. Wenn die Rückkopplung richtig eingestellt ist, dann kann man die Sender schön empfangen. Jetzt wenn ich die Frequenz aber weiter verstelle, Nézett ki a kérdés. auf, dann stimmt die Rückkopplung nicht mehr. Hier merke ich, dass da noch ein Sender ist. Aber die Rückkopplung ist zu stark eingestellt. Aber mit stark stärker angezogener Rückkopplung findet man die Sender eher. Nehme ich die ein bisschen zurück, die Rückkopplung. Für die Lautstärke auf. Kann ich schwächere Sender auch empfangen. Was ist 3-Knopf-Bedienung, ein Audio einzustellen? Gut, auf jeden Fall 2-Knopf-Bedienung. Zur Frequenz muss man immer auch die Rückkopplung nachziehen und richtig einstellen. Dreht man die zu stark auf, dann pfeift und quietscht es. Man kann SSB vielleicht noch empfangen dadurch, also Amateurfunker, also ein bisschen schwer. Und dreht man sie wieder zurück. Dann empfängt man breitbandiger und man findet die Sender auch eher und das Audio wird auch empfindlicher, wenn die Rückkopplung an dem Punkt ist, hier, wo sie zu schwingen anfängt. Es ist echt schön mit dem Bordist das einstellen. Und da kann man dann gucken, es ist die Rückkopplung ziemlich weit zurück. Man merkt, die Bandbreite ist groß, da höre ich den schon. Da geht er langsam wieder weg. Broadcasting English for and North America, the East Coast. Lautstärke. Die Rückkopplung anziehe, wird es lauter. Eastern Europe, 2300 hours UTC on Habe ich aber die Rückkopplung auch zu wenig, dann empfange ich hier gar nichts mehr. Also Rückkopplung wieder. Da fängt sie an zu schwingen, ein bisschen weiter zurück. Im ersten Bereich. Kurz bevor sie einsetzt, das hört man hier. Dann hier sind wir schon drüber über den Punkt, also vor dem Punkt. goodbye. Ah, hier. Aber so gesehen ist es richtig laut. Aber Lautstärke kann man ja auch einstellen. Rückkopplung. Echt ein schönes Radio. Zumindest auf Mittelwelle und auf Kurzwelle. Ich werde mit dem Radiobaukasten dann vielleicht auch mal eigene Schaltungen machen. Mal gucken. Das Tolle ist, er ist schön kompakt. Man kann, wenn man ihn nicht mehr braucht, die Sachen abstecken und so. Den aufklappen. Das hier ist magnetisch.
Das heißt, es ist halt so. Eigentlich macht man es hier auf. Aufklappen. Dann die Sachen, die man nicht braucht, rein. Hier kann man die Sachen dann auch platzieren zum Umbauen und so von dem Sender. Da habe ich die 9 Volt Block Batterie drin und angesteckt. Alles nur zusammengesteckt. Lautsprecher eingesteckt. Gut, die Bretter sind eingeschraubt. Hier und hier und hier und hier. Die dann drauf gesteckt und auch angeschraubt. Der Drehkondensator ist angeschraubt. Die Portis hier sind direkt in die Pappe eingeschraubt und auch die Buchsen sind da eingeschraubt. Bei den Buchsen, da sind die Löcher wohl zu klein gebohrt. Aber es klappt trotzdem, wenn man diese Plastikabstandhalter da weglässt, die dann aufsetzt hier, dann stehen die hier etwas über und hier festzieht. Und da ist eine Zange dann ganz gut. Also zumindest so eine Drahtzange ist praktisch, weil man muss echt viele Drähte abknüpfen. Man muss das hier komplett zerstückeln, um die ganzen Brücken zu machen. Ich habe hier zwar noch 2 Brücken übrig, aber wegen den Brücken muss man den Draht fast komplett zerstückeln, weil man muss von hier nach hier brücken, von hier nach hier und so. Das ist aber ganz genau im Buch beschrieben. Die Beschreibung ist echt gut. Ja, man kann auch eigene Schaltungen machen. Dann Transistoren, das sind BF451. Die sind irgendwie etwas exotisch, die haben nur 25 mA Strom, gehen aber auf, ich glaube 350 oder 400 MHz, steht im Datenblatt. Und da bin ich am Überlegen, ob es nicht ein BC547C oder BC557C auch tut. Das sind PNP-Transistoren, PNP-Hochfrequenz-Transistoren. Ja, okay.